Shalom, vielen Dank euch allen fürs Kommen. Auch so eine kurzer Bescheid sagen, für heute. Aber die Umstände sind ganz besonders und einmalig. Eigentlich sollte ich seit gestern Mittag schon in Israel sein, aber mein Flug wurde storniert. Und ich dachte, okay, ich fliege am nächsten Tag, aber heute klappte es auch nicht. Aber in der Nacht zeigte mir Gott sowieso, dass ich hier bleiben soll. Äh, Auch so wie viele andere Menschen, denen ich vertraue und geistliche äh, Prägung, von denen ich vertraue, sagten mir auch, dass es wahrscheinlich nicht keine gute Idee ist. Und dann zeigte Gott mir, dass ich hier bleiben will und oder soll und auch in gewisser Weise warum. Ja, die Situation ist spannend und es betrifft uns allen. In Deutschland ist das ganz normal und ganz ruhig, als ob nichts Besonderes. Man hat ein paar Demos und man hört das ständig in Nachrichten, aber es betrifft Deutschland nicht ganz so deutlich wie uns. Wir sind von Herzen mit Israel verbunden und wir betrachten Israel als unser Land und wir sind mit Israel irgendwie vereint und es liegt uns auf dem Herzen. Und deswegen diese Tragödie bricht uns das Herz und verstärkt unser Wunsch mehr denn je, Gottes Volk in Israel beizustehen. Und ja, deswegen dachte ich, dass wir uns treffen sollen, auch in diesem Raum, im Zoom-Raum. Ehe wir zum Handeln kommen, wollen wir, wie die Bibel uns lehrt und auch durch verschiedene geistliche Beispiele in der Bibel zu sehen ist, ins Gebet gehen, Gottes Wege zu suchen und fürs Gebet, aber auch um Gottes Wille zu suchen und zu brainstormen, habe ich zwei unserer Mitarbeiter und Kollegen aus Israel eingeladen, Maxim Katz und Robin Bruckenstein. Und ich habe sie gebeten, uns einige Updates zu geben, was in Israel heutzutage passiert. Okay, so I mean, obviously, most people know now that Saturday morning at 6:30 a.m., we woke up to an onslaught of many rockets through the south and the center. Ja, also Samstagmorgen sind wir um 6:30 wach geworden und im Süden und in der Mitte Israels sind Raketen eingeschlagen. And later we learned that was to distract us from many Hamas terrorists breaching out of Gaza into the neighborhood surrounding by water and sea and land. Und später haben sie dann herausgefunden, dass das Ganze von der Hamas durchgeführt wurde, dass sie über Land, über Meer nach Israel eingedrungen sind. The events that unfolded that day are unprecedented. It's nothing like we've seen in the past. Ja, also was an diesem Tag geschehen ist, sowas gab es noch nie bevor oder haben sie vorher noch nicht so erlebt. And as rockets continued to rain and some had direct hits, these gunmen were going house to house and through the streets, killing and kidnapping. Ja, und während die Raketen über sie flogen, sind bewaffnete Menschen in die Häuser reingegangen, durch die Straßen gezogen und haben Frauen, Kinder, einfach jeden, den sie getroffen haben, umgebracht. I mean, it's completely horrific. They are taking elderly people, Holocaust survivors, kidnapping a mother with two babies in her arms, just the innocent and weak people, normal people, and torturing and kidnapping and killing. Also es ist super schrecklich. Sie nehmen alte Menschen, Holocaust-Überlebende, eine Mutter mit zwei Babys auf dem Arm, einfach jeden, den sie finden können, unschuldige Menschen und entführen sie. The details we keep hearing seem to get worse and worse. Finding, 260 people slaughtered at the Peace Festival that was in the desert.
And this morning, 70 more terrorists managed to break past, even with our military there, and enter Israel. Ja, und die Details, die Menschen erschossen und Oh, this morning, 70 more terrorists came into Israel. Also heute Morgen sind weitere 70 Terroristen nach Israel reingekommen. They still haven't been able to stabilize the situation in the south, so people can't leave their homes. Ja, also bisher haben sie die Lage im Süden nicht stabilisieren können. Die Leute können immer noch nicht aus ihren Häusern raus. And the stories we're hearing of what people have seen and experienced are just beyond horrific. Die Geschichten, die sie jetzt hören, was die Leute erlebt haben, das ist unvorstellbar, es ist unfassbar grausam. It's of course affecting everyone in the country. Our hearts are heavy. Everyone knows someone who's been called up to go serve in these difficult places. Es betrifft eigentlich jeden im Land. Jeder kennt irgendjemanden, der jetzt eingezogen wurde, um zu verteidigen. I called one friend. Her son just finished his training and he's down there. Her husband got called in down there and her daughter got stuck behind a roadblock and couldn't make it home. This is the way everyone has family in danger. Also sie hat eine Freundin angerufen, ihr Sohn hat gerade die Ausbildung im Militär abgeschlossen und ist jetzt in den Süden geschickt worden. Ihr Mann ist auch eingezogen worden und ihre Tochter ist von einer Straßenblockade aufgehalten worden und kam nicht mehr irgendwie weiter. We've had a few spots of good news. They released the hostages at Kibbutz Be'eri and a couple other places and released them safe. Also es gab auch ein paar gute Nachrichten. In einem Kibbutz namens Be'eri konnten sie 70 Leute befreien. So 70 people were released from the kibbutz. And was there something else you said? Yeah, and from a couple of other places we've we've gotten rid of the terrorists in a couple of the areas they were controlling. Okay, good. Also auch an anderen Orten sind sie die Terroristen losgeworden und konnten die Lage unter Kontrolle bringen. The news coming out today, we heard that the leaders of a congregation in Ashdod, their son was killed in military service. Ja, also heute haben sie gehört, dass die Leiter einer messianischen Gemeinde in Ashdod ihren 20-jährigen Sohn im Militär verloren haben. And I'm sure Maxime will share more, but we're hearing of those that Maxime and others work with that have been killed. Ja, und Maxime wird jetzt noch ein bisschen weiter erzählen, aber sie haben wirklich sehr viel gehört, wo Leute gestorben sind. Everyone is trying to do as much as they can to do something to help. Ja, jeder tut das, was er kann, um irgendwie helfen zu können. The youth group on my corner was organizing care packages to send to the military. Also die Jugendgruppe bei ihr um die Ecke, die hat Hilfspakete gepackt. There are many sites like this in all the cities. Ja, und das passiert an vielen Orten im Land. And everyone who walks by either wants to donate goods or rolls up their sleeves and starts helping. Und jeder, der dann an diesen Aktionen vorbeiläuft, der will irgendwas abgeben und irgendwie mithelfen. Tomorrow in Tel Aviv, the city's organized for many of us to go and visit elderly and make sure they have food, medicine, get some emotional support. Was that in Tel Aviv? Tel Aviv. Ja, also in Tel Aviv haben sie auch was organisiert, um älteren Leuten zu helfen. One of our staff in Tel Aviv, David Trubeck, his wife Victoria, has been going to these centers, packing up goods and helping to meet the needs that way. Also von unserem Mitarbeiter David Trubeck, die Frau Victoria, die ist in Tel Aviv zu diesen Verteilaktionen gegangen und hat da also von unserer Seite mitgeholfen. And mostly we're staying close to our shelters and on the phone when we're not out doing something like that, helping people who are stuck here and, they lost their hotel, they don't know where to go, helping people whose flights are canceled, helping people who are trying to get somehow a town or two further north. We can't yet help people way in the south, but, in the in-between area, people are trying to get where there's less rockets. Also wenn sie nicht bei diesen Verteilaktionen sind, dann befinden sie sich eigentlich in den Schutzräumen und
sind an ihrem Handy bemüht darum, Menschen zu helfen, Stück für Stück, Stadt für Stadt weiter in den Norden zu kommen. Sie können jetzt nicht denjenigen helfen, die super weit südlich sind, aber alle, die es irgendwie schon auf den Weg geschafft haben, denen versuchen sie zu helfen, weiterzukommen. Yeah, a lot of our care right now is emotional and spiritual support. Ja. So, also viele von ihnen sind jetzt damit beschäftigt, emotional zu helfen und Seelsorge zu machen. Gerade auch mit Single-Müttern, die ja gerade einfach nicht weiter wissen, denen helfen sie. Praying with people, checking on people. There's many people with, having anxiety, alone with their children, running to bomb shelters. Okay. And so just checking on everybody. Ja, also genau, sie helfen diesen Single-Müttern, die dann in die Schutzräume kommen müssen, dass das eben klappt und helfen da auch emotional, also praktisch und emotional. Yes, and today we started to have some tensions in the north, so a big prayer request is that we won't also have a second front of the war. Ja, also es gab auch ein paar Angriffe im Norden und da ist das Gebetsanliegen, dass wir beten, dass es keinen Zwei-Fronten-Krieg gibt. So I'll let Maxime talk, and then if you have any questions after. Okay, also Maxim wird jetzt weitermachen und wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr die gerne im Anschluss stellen. Thank you, Robin. I will try to speak English because Robin need to understand too. Other way, you will translate double. Okay, thank you. First of all, so nice to see all of you. Also es ist richtig schön, euch alle zu sehen. Yes, it's situation not normal, difficult. Die Situation hier ist nicht normal, es ist super schwierig. No one in Israel can understand why and what has happened. Niemand hier in Israel kann verstehen, warum das passiert ist und was eigentlich passiert. Till today, we don't have any answers. Also bis heute haben wir keine Antworten. How it happened? It's so many questions. Ja, wie das überhaupt passiert ist, es sind so viele Fragen. We found out IDF not ready for the war. Ja, wir haben herausgefunden, dass das israelische Militär nicht bereit war für diesen Krieg oder vorbereitet war auf diesen Krieg. So many mess going around for reserve service. Ja, ja, es geht einfach so viel darum, jetzt Reservisten reinzuholen. And I can tell you, all of us know this will happen. I mean, all people believe in Jesus. Ja, also niemand von uns hat damit gerechnet, dass das passieren wird, auch wenn wir natürlich alle an Jesus glauben. But we're never ready for this. Aber auf das waren wir nicht vorbereitet. And for me, I really surprised what happened, and we need to think and found out what we can do. Also ich selbst war auch super überrascht und jetzt müssen wir herausfinden, was wir tun können. And my heart is broken for what happened with people here. Und mein Herz ist gebrochen, was mit den Menschen hier passiert ist. I will tell you just example. Ich erzähle euch jetzt ein Beispiel. Because today in the news it always was put how many people wounded, how many people killed, how many people in critical situation. Also in den Nachrichten stand, wie viele getötet wurden, wie viele verwundet wurden und wie viele in gefährlicher Situation sind. From today, we don't see killed people numbers because it's so many. Oh. Und heute haben sie keine Zahlen erhalten, weil es so viele sind. It's over 800. Es ist über 800. And it's a lot. Das ist super viel. And also we need to understand situation in Israel will a lot affect for Ukraine. I'm sorry to say, but my heart is also for people in Ukraine, and I understand very clear what happened now in Israel and help sent to Israel by other countries. It's affect to situation in Ukraine and people in Ukraine. Ja, und jetzt haben wir an 2 Orten Krieg und das bedeutet, dass Hilfen in die Ukraine und nach Israel geschickt werden müssen. And how is Robin say, in South situation very bad. I can tell you. Und wie Robin schon gesagt hat, im Süden ist die Situation besonders schlimm, das kann ich euch sagen. Until today in Sderot, still terrorists go around. In Ashtarot, Ashtarot gehen immer noch Terroristen rum. And people sitting in bomb shelter for 3 days. No food, no water, no electricity. Die Leute sitzen jetzt schon seit 3 Tagen in den Schutzräumen und haben kein Wasser.
And imagine you go, you look in window and you see death's body until today because no one can come in and take bodies from the streets. Stellt euch vor, ihr schaut aus dem Fenster raus und ihr seht seit 3 Tagen tote Menschen, weil niemand raus kann und sie wegräumen kann. In the city of Ofakim, where we have group of Holocaust survivors, Also in einer Stadt, wo es Holocaust-Überlebende gibt, armies that just clear the city from terrorists. da ist die Armee jetzt dabei, die Stadt von Terroristen zu befreien. And we found already 5 Holocaust survivors was killed yesterday. Und von den Holocaust-Überlebenden sind gestern 5 gestorben. And I believe it will be more. Und er glaubt, es werden mehr sein. And so many people killed. Es sind einfach so viele Menschen gestorben oder Just umgebracht worden. a couple hours ago, Robin told about this soldiers from Believer's family. He was part of our camps when he was child. Also Robin hat ja vorhin erzählt, dass der junge Mann von den Leitern der messianischen Gemeinde umgebracht worden ist, also der Sohn. Und vor ein paar Jahren war er noch als Kind auf einer unserer Freizeiten. 3 years ago, he was in our camp. Ja, vor 3 Jahren war das. And today he is killed in the battle. Und heute ist er im Kampf gestorben, umgebracht worden. And many people ask how we can help. I don't know. So viele Menschen fragen, wie sie helfen können, und ich weiß einfach nicht wie. We need to pray. Wir müssen beten. We don't know. We need to find out what exactly people need today. Ja, und wir müssen jetzt rausfinden, was die Leute wirklich brauchen. And we try to do ministry through people we trust them. Und wir versuchen jetzt mit Werken zusammenzuarbeiten, also denen wir vertrauen. For example, today I received a call from one of our leaders, camp leaders. Her brother now in the army in the base in the north. Also heute haben sie einen Anruf von jemandem bekommen, die auch mit auf einer Freizeit war, und ihr Bruder ist jetzt im Norden in der Armee. And they say they don't receive food. They eat just stuff left over. Und der Bruder hat erzählt, sie bekommen kein Essen, sondern sie essen einfach das, was sie finden können. So we order for them 300 sandwiches. So haben sie für die 300 belegte Brote bestellt. Yeah, but I spoke with officer of the base, and we asked if you really need what do you need? What exactly, we checked with someone what the needs of the people. Ja, er hat mit dem Offizier, also dem Aufseher der Truppen, gesprochen und hat gefragt, was braucht ihr wirklich für eure Truppen? And I believe situation will be more worse in couple days. Und er glaubt, die Situation wird noch schlimmer werden in den nächsten Tagen. Just, a couple hours ago, I was going to the supermarket to buy some stuff to the office, and it was empty shelves. Er war vorhin im Supermarkt, um für die Leute im Büro Sachen einzukaufen, und die Regale waren schon leer. Because they can bring now some stuff from the south. Ja, weil sie jetzt aus dem Süden nichts in den Norden transportieren können oder sonst in Teile des Landes. Vegetables and other stuff. Ja, also Gemüse und so weiter. And also from the north they can bring this. Ja, und auch vom Norden kann nichts geliefert werden. And the other stuff, believe or not, we have more than, I think, 300,000 workers in Israel. It's from Palestine. Und sie haben 3000 Arbeitskräfte aus Palästina in Israel, und die All around. In hospitals, in farms, bus drivers, they're all Arabs from Palestine. Tanja, wie viele? 300.000. Okay, also 300.000 Arbeiter aus Palästina arbeiten in Israel, und die fehlen halt jetzt überall in Krankenhäusern und so weiter. And this is other problem. What will be happen with these people who is Arabs, Palestinian live inside of Israel? Ja, und das ist nämlich jetzt das nächste Problem. Was machst du mit den Arabern, Palästinensern, die in Israel leben? I can tell you, I'm afraid. Also er hat Angst. I go outside with my dog and I'm afraid go on the road because, I don't know who will be shooting to you. Also selbst wenn er mit dem Hund rausgeht, hat er Angst, weil er nicht weiß, wer auf ihn schießen könnte. We drive today from Tel Aviv to Jerusalem and it was siren and 2 rockets was fall down on Abu Ghosh, on Mosque.
Also er ist heute von Tel Aviv nach Jerusalem geflogen und da sind 2 Raketen runtergekommen. It was beautiful mosque. Auf eine sehr schöne Moschee sind die gefallen. And since God is destroyed, maybe I don't know. Ja, war wahrscheinlich zerstört. About help, today we go to discuss after this meeting with Robin and Michael about what exactly and how we can help, like ministry. And also you need to understand we don't have rear in Israel. We can go to Syria, but no one wait for us. Ja, okay. Ja. Ja, und anders als in der Ukraine ist es so, dass sie aus Israel nicht raus können, dass da keine Länder sind, die sie aufnehmen würden, weil sie halt umzingelt sind von Feinden. And today I was in airport. Und heute war er am Flughafen. Thousands of people tried to go out from Israel. Tausende von Leuten versuchen aus Israel rauszukommen. Tourists, foreign. Touristen. It's very hard. Es ist super hart. So we need, just to pray. Wir können einfach nur beten. For wisdom. We need a lot of wisdom and strength. Wir brauchen Weisheit und Kraft. To understand what we can do and what will be with our country. Zu verstehen. It will never be again like it was before. Ja. Um zu verstehen, was wir tun können und was auch mit unserem Land passieren wird, weil es wird nie wieder so sein, wie es war. We have, I don't know how many, but more than 100 people took to unsere. And it's not just the women and old people, it's also soldiers, a lot of soldiers and officers. It was never before. Ja, also es sind nicht nur Frauen und Kinder und ältere Leute nach Gaza entführt worden, sondern auch Soldaten. Es betrifft einfach jeden, also aus unterschiedlichen Bereichen. So around sort of Israel, I think 35-40% of Israel sitting home and can go out. Also um die 40% der Israelis sitzen zu Hause und können nicht raus. Now it's more because of the north. Also und jetzt sind es noch mehr, weil es im Norden auch losgeht. And we are in a very, very difficult situation. Wir sind in einer super schwierigen Situation. Only God. We need to pray a lot. Im Moment kann uns nur Gott helfen und deswegen müssen wir ganz viel beten. I finished, I'm surprised how many rockets has Hamas. I'm really surprised. Ich bin einfach super überrascht, wie viele Raketen Hamas hatte. 3 days with no stop. Seit 3 Tagen schießen sie ununterbrochen. Yeah, I don't know, it's 10,000, 15, it's non-stop. I have a siren every 5 minutes. Night and day. Er hört Sirenen alle 5 Minuten, Tag und Nacht. Ja. Yeah, for those of you who haven't been here, I mean, Israel is such a vibrant, lively, fun, energetic place. The night before this happened, there was no sign it was coming. It was a quiet week. I was out with people visiting for a wedding. It was like a party in the streets in Jaffa and Tel Aviv. And we all woke up running to our bomb shelters. The contrast in the life outside today, all I hear are warplanes, helicopters, and the booms of the Iron Dome taking out the missile. And it's quiet in Tel Aviv compared to further south. But we're definitely feeling the sense that we're living in a war. And out in the street today, I met a young woman I never met before, lives right here. And she said, I had to come out. I've been inside since Saturday morning, and I had to see another human's face. And we talked for just a few minutes, and she said, can I take your phone number? I really don't want to be alone. So people, this is an Israeli, grew up here her whole life, never saw anything like this. And people are really, they're terrified for their friends, and they're terrified for themselves. We don't know what will be next. Also für die noch nicht in Israel waren, Israel ist ein super lebendiges Land. Hier ist viel los. Die ganze letzte Woche haben wir nichts geahnt. Sie war auf einer Hochzeit, die Straße war belebt und heute ist es ganz anders. Sie hat heute eine Frau getroffen, die kurz aus dem Schutzraum rausgekommen ist, weil sie meinte, sie muss mal kurz einfach einen Menschen sehen. Und sie hat sie dann gefragt, ob sie Nummern austauschen können, weil sie nicht alleine sein will. Und sie wäre nicht nur besorgt um ihre Freunde oder so, sondern sie ist tatsächlich besorgt um sich. Und
ja, die Robin sagt, das ist in Tel Aviv der Stand und sie hat keine Ahnung, wie es im Süden ist. But, you know, I will tell you some funny stuff. A couple of days ago, we found out Vladi was need to come to conference and stay in our center. And we found out we overbooked because I have group from Germany, young people. Vladi was booked and one another man booked and Michael put someone. So we was really overbooked in the center. And I called to Michael and say, I don't know what to do. And he tell me, I know you will resolve this problem. But now I think it's not my fault, you know, it was not my plan. Okay, also Maxim hat gerade noch was Lustiges erzählt. Sie hatten jetzt eigentlich eine Konferenz geplant und es haben sich super viele Leute angemeldet, auch Wladimir. Und er hat zu Michael gesagt, ich weiß gar nicht, wie wir die Leute unterbekommen sollen. Und ja, jetzt hat jemand für Hilfe gesorgt, dass ja, es nicht zu viele Leute sind. So I resolved, no one come now. Ja, jetzt kommt halt niemand. Außer Fiona. Do Questions? people have any questions? Also, habt ihr Fragen? I think we were talking the other day here, and the opportunities to really help people will come later. There'll be the phase when we can get into the South, and people are going to need supplies, and people are going to need a lot of emotional and spiritual support. And then after, Maxim has done this before when we've had soldiers in Gaza and had like a conference for the soldiers. We probably need to do it for civilians too in a different way, but just to help them with processing and dealing. But that, you know, these are things with time. But the things this time are so horrific. I mean, I think we're really going to have to talk to some professionals and get some help creating a post-traumatic stress help. Ja, also sie überlegen, was sie jetzt tun können und eine Aufgabe, die in Zukunft wohl anstehen wird, ist in den Süden zu gehen und dort mit Seelsorge zu dienen. Und sie sagt, sowas haben sie halt vorher noch nicht gemacht. Also Maxim, klar, der hat das schon gemacht, aber dass das hier einfach ein ganz anderes Level ist und dass sie da professionelle Hilfe auch brauchen, um das entsprechend machen zu können. If I told Maxim today that if you will see, and maybe to you, Robin, if you will see that somebody needs to come to Germany or bring the groups to Germany, be it young people or older people, just whatever, we will be delighted to host them, to give them some recreation, place them in recreation centers or hotels, or if it's smaller groups, host them in our respective cities, contacting Christians maybe, finding places for them to stay, show them around, just give them some rest and recreation here, especially like starting with the Messianic believers and those in ministry. So you can, I hope, rely on us in this regard. Also Wladimir hat gerade nochmal angeboten, dass wenn Menschen nach Deutschland kommen wollen, also vorrangig natürlich messianische Juden oder die mit uns arbeiten, junge Menschen, alte Menschen, dass wir ihnen hier gerne helfen, eine sichere Unterkunft zu finden, dass wir möglicherweise auch auf Christen zugehen und dass sie uns vertrauen können, dass wir das sehr gewissenhaft machen werden. Thank you. Thank you for praying. I think I mean, when I think about the situation of the hostages, we need miracles. The stories that are going to come out of those who survive are going to be miracles. And so we need to pray that God will do things above what we could ask or think and somehow get them out and keep as many of our soldiers. You know, our soldiers are our children, our friends, our staff. Some of you may know Mark. Mark he's in the South, isn't he, Maxim? That's what I heard. He's in Ariel. Yeah. So, I mean, and a young man who helps volunteers and helps lead our youth group. He was just sent up to the north border. I mean, they're not like, you know, the word soldier sounds like, you know, they're humans, they're people, they're moms, they're moms and dads and sisters and daughters and brothers. So
please pray for our soldiers too. Also was wir jetzt tun müssen, ist beten für die Geiseln. Wenn sie rauskommen, dann wird das ein Wunder sein. Wir müssen für Wunder beten und wir müssen auch für die Soldaten beten. Vielleicht kennen einige von euch Mark, der ist im Süden und ein Freiwilliger, also so ein junger, ich denke, es ist so wie FSJ bei uns, der ist jetzt in den Norden geschickt worden und sie sagt, wenn man an Soldaten denkt, dann denkt man an so, ja, irgendwie an starke Menschen, aber wir sollen uns vor Augen halten, dass es einfach Menschen sind, die, ja. Thank you very much. Vielen Dank. Wonderful. Bye bye. Cheers. Bye. Thank you. Thank Good you. to see all of you.